Also ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Aber ihr habt entschieden. Es wird nicht dieses Rad, sondern dieses hier. Dann zeige ich euch das eben gar nicht. diese Gruppe hier wollen wir an das Stevens Aspen jetzt bauen. Und was da drin ist, habe ich euch schon im letzten Video gezeigt. Allerlei gute Dinge. Also so eine komplette kabellose Gruppe für Felgenbremsen, die sich stark adaptieren lässt. Und das wollen wir jetzt mal dran bauen. Ich habe hier an diesem Stevens noch die Kurbel und die Kassette, wie ich sie vor 2 Jahren mal dran gebaut habe. Damals habe ich das Ganze auf One-By umgebaut und bin es aber zugegebenermaßen fast gar nicht gefahren. Weswegen ich dann die Schaltungsteile an das Cube Monster Gravel Bike gebaut habe. Aber den Rahmen habe ich halt immer noch. Den wollte nämlich damals niemand haben. Also tauschen wir erstmal Kurbel und Kassette. Ach ja, Shimano. Das hier ist jetzt eine 10-fach-Kassette. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 1, 2, 3. Das ist nur eine 9-fach-Kassette. Habe jetzt halt die 9-fach-Kassette halbwegs sauber gemacht. Fahren die eben 9-fach. Das ist ja das Coole an der Schaltung. Das kann sie ja auch. Jetzt ist alles vorbereitet für den Star, die eigentliche Gruppe. Und wir fangen mal mit dem Bremshebel an. Zack. Die Dinger sind wirklich sehr steif. Beim Umwerfer musste ich noch dieses Teil kaufen, eine Umwerferschelle, denn das Stevens Aspen hat keine eingebaute. Das finde ich immer so ein bisschen unelegant und das Teil ist auch ziemlich unelegant, aber schauen wir mal. Dadurch haben wir natürlich mehr Möglichkeiten, um das Schaltwerk noch in der Höhe so ein bisschen anzupassen. Er soll ja ein bisschen oberhalb des Kettenblattes sitzen und was steht hier auf diesem Aufkleber noch, den wir wegschmeißen wollten? 1 bis 3 Millimeter. Please use the trimmer screws to adjust. Okay. Trimmer Screws sind wahrscheinlich diese und diese hier oben. Wir wollen den äußeren Anschlag einstellen, weil ich glaube, da ist, die müssen noch ein bisschen weiter rauskommen. Und jetzt stellen wir das Ganze mal auf 9-fach ein. 2 Stunden später. Ich hatte gerade eine kleine Zwangspause. Und die habe ich dafür genutzt, um erstens einen Sattel und eine Sattelstütze zu montieren. Und zweitens habe ich eine 10-fach-Kassette gefunden. Die habe ich dann erstmal schön sauber gemacht und hier drin gebaut, sodass wir jetzt doch das Ganze auf 10-fach einstellen müssen. So. Eingestellt. Hier sehen wir wieder unsere Wheeltop-App. You know. Oh, spannend. End-Plus-Funktion. Das machen wir jetzt mal. Ich update es erstmal außerhalb der Kamera. Jetzt sind alle Teile wieder aktuell und ich habe euch einfach mal den Screen Capture gemacht, damit ihr auch besser sehen könnt, was ich hier jetzt mache. Jetzt wollen wir hier das Schaltwerk einstellen. Erstmal das Schaltwerk, denke ich mal, und dann machen wir den Umwerfer. Das heißt, wir gehen nicht dahin, sondern dahin. Achso. Replace Kassette. Wir haben jetzt eine, no reminder, wir haben jetzt eine
10-fach Kassette, das ist hier schon ausgewählt. Sure. Wird jetzt nochmal abgesettet. Und jetzt können wir die Gänge feintunen. Wir sind beim hinteren und wir schalten okay, das ist ein bisschen unpraktisch gemacht. Jetzt habe ich ja hier diese Liste, kann jetzt aber nicht in den zweiten Gang schalten. Das heißt, ich muss jetzt nach vorne gehen. Schalte einen Gang hoch und stelle dann ein, in welche Richtung der sich genau bewegen soll. Das macht er aber nichts. Wenn ich jetzt die Gänge durchschalte, dann komme ich nicht ganz dahin. Aber ich kann jetzt hier auch, okay, dann kann ich jetzt hier an der Stelle auch wohl das Feintunen. Jetzt mal auf 240, sure. Ich will mal wieder den ersten und ins. Ah, okay. Jetzt hat sich da was verändert. Bin jetzt wieder ein bisschen zu klein tatsächlich. Jetzt auf 250. So, und wenn ich jetzt nochmal runterschalte und wieder hochschalte, ja. So, das hängt jetzt noch nicht ganz auf dem zweiten Ritzel. Das heißt, wir stellen das nochmal so ein bisschen um. 255. Ja, gehen wir mal in den dritten Gang. Und so schalten wir das jetzt einfach mal alles hier durch. 420. So, sechster Gang ist noch nicht ganz 1100. Also wundert mich tatsächlich, dass wir da über dieses Limit gehen, weil das ist ja eine völlig standardmäßige Shimano-Kassette. So. Jetzt haben wir das Schaltwerk hinten mal eingestellt. Das hat jetzt bummelig 20 Minuten gedauert für eine grobe Einstellung. Eine Feineinstellung müssen wir dann nochmal vornehmen, wenn die Kette gleich drauf ist und dann sehen, ob die Kette über jeden einzelnen Gang sauber rüberläuft. Aber klar, wenn so ein Schaltwerk über viele verschiedene Gänge funktionieren muss, dann ist natürlich die initiale Einstellung auch ein bisschen komplexer, als das bei einer SRAM Access zum Beispiel der Fall ist, die nur 12 Gänge schalten kann und die auch durch diese Kassetten immer genau weiß, wie der Abstand ist zwischen den einzelnen Ritzeln. Hier hat mich jetzt gewundert, das ist eine Shimano 10-fach Kassette, dass da der Abstand wohl ja, größer war, als diese Wheeltop das voreingestellt hat. Aber wir ziehen jetzt mal die Kette drauf und sehen, wie das schaltet. Eventuell ist ja auch schon alles gut.
Okay, das ist jetzt der kleinste Gang. Wir schalten jetzt mal runter. Okay, da gibt es ein kleines Problem. Offenbar lässt er ein, also entweder ich werde über eine Technik, aber scheinbar lässt er nicht in den ersten Gang runter oder in das kleinste Ritzel. Schalten wir mal wieder hoch. Okay, schalten wir mal vorne. Ah, jetzt geht es auch in das kleinste Ritzel runter, wenn er denkt, er ist im größten Gang. Kettenspannung ist groß genug. Achso, kann ja noch bremsen. Das war schon mal erfolgreich. Jetzt müssen wir noch mal den Umwerfer einstellen und das ist etwas, was ich schon ewig nicht gemacht habe. Also wir haben jetzt gesehen, dass der nicht auf das große Ritzel schaltet, weil er auch nicht weit genug nach draußen geht. Jetzt rattert die Kette ein bisschen da dran. Wir müssen den hier aber noch weiter rausholen. Manuell geht das jetzt nicht. Also gehen wir wieder auf Initial Calibration. Sure. Front Dial. Und da sagt er uns, was wir dann genau machen müssen. Fine-tune until the inner guide plate of the front derailleur is in close contact with the chain. Okay, da kann man nicht anzeigen, aber wir gehen jetzt mal nach drinnen. Genau. Ah, und dann schaltet er auch automatisch hinten. Wenn man hier auf das kleine Ritzel schaltet, schaltet er hinten automatisch nochmal 2 Gänge hoch auf der Kassette. Das finde ich jetzt so ein bisschen bevormundend, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, und jetzt holen wir den Umwerfer mal ein bisschen weiter raus. Gucken mal, ob die Kette jetzt raufspringt. Okay, jetzt ist die Kette da oben drauf. Holen wir den mal wieder weiter raus. Das ist offenbar die weiteste Position, wo er rausgehen kann, oder in die er gehen kann. Und in der Position gibt es ein Schleifen, das heißt, ich muss ihn wieder zurückdrehen. 5 Minuten später. Ach, reinschrauben zum Rausholen. Alles klar. Oh Mann, manchmal. So, jetzt gibt es vorne keine Geräusche. Schalten wir mal hoch auf der Kassette. Und auch da wieder alles gut. Schalten wir mal ein paar Gänge weiter runter. Also vorne läuft es gut, hinten habe ich noch ein bisschen Arbeit. Das stelle ich jetzt einmal außerhalb der Kamera ein, mache das schon mal so richtig, so haargenau. Das könnte ein bisschen dauern. Das wäre etwas sehr langweilig für euch. Und dann sage ich euch am Ende, wie lange das gedauert hat. Verbinden die Bremsen und dann können wir sogar schon fahren. So, beinahe lächerliche 15 Minuten später ist das Ganze jetzt so eingestellt, dass ich damit auf jeden Fall losfahren werde.
und dann mal während der Fahrt bei tatsächlich Druck auf der Kette mal gucken werde, wie laut die Gänge tatsächlich sind. Aber bislang ziemlich cool. Und eine Funktion, die ich beim letzten Mal auch noch nicht entdeckt hatte, ist diese hier. Denn wenn man hier oben lange drückt, dann schaltet er auch schnell in die Gänge. Das finde ich ziemlich cool. Ganz schön laut der Freilauf. So, die ersten paar Kilometer sind drin und die Schaltung funktioniert echt gut. Also so rein von der Schaltperformance, von der Geschwindigkeit kann ich jetzt keinen Unterschied zu SRAM zum Beispiel feststellen. Was jetzt noch nicht hundertprozentig eingestellt ist, ist das hintere Schaltwerk. Da muss ich noch mal ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber ansonsten, die Schaltvorgänge sind sauber, sowohl vorne als auch hinten geht das echt fix. Das Bremsen funktioniert leicht. Klar, ist natürlich auch so ein bisschen von der eigentlichen Bremse abhängig. Wo ich mich jetzt erstmal noch dran gewöhnen muss, bei dem Wechsel von SRAM zu Wheeltop, dass die linke Hand eigentlich Pause hat, solange man den Umwerfer nicht bedienen möchte. Und ich glaube, ich werde auch die Belegung der Buttons vorne tauschen. Also, dass der geriffelte Button-Eingang schwerer schaltet und der gepunktete Button-Eingang leichter, weil der gepunktete doch haptisch etwas besser erkennbar ist. Aber das volle Review zu der Performance, der Bedienung etc. kommt ja irgendwann demnächst, wenn ich ein paar Kilometer damit gemacht habe und so ein paar Sachen auch ausgecheckt habe. Wie ist es jetzt aber in der Montage und Einrichtung? Also auf einer Skala von 1 bis 10, während 10 das Schwierigste ist und 1 das Leichteste, würde ich die Wheeltop-Gruppe so bei einer 6 bis 7 einordnen. Denn die Montage ist super einfach, aber dann, wenn es nachher um die Feineinstellungen geht, da braucht man doch verhältnismäßig viel Zeit für, um das wirklich hundertprozentig hinzubekommen. Und was ich jetzt auch in der Bedienung der App so ein bisschen schwierig finde, ist, dass man zuerst diesen Wert einstellen muss, den dann bestätigen muss, dann hoch- oder runterschalten muss, um wieder zurück in den jeweiligen Gang zu kommen und erst dann diese Änderung bestätigt wird. Also das ist halt Trial and Error und das ist, glaube ich, für die Feineinstellung, wenn man das hundertprozentig haben möchte, kann man da doch ein paar Stunden für aufwenden. Wenn man die Einrichtung des Umwerfers erstmal verstanden hat, so wie das bei mir ein bisschen gedauert hat, dann ist das allerdings super einfach. Ich habe ihn jetzt on the fly noch mal ein bisschen weiter nach außen gestellt. Die GRX-Kurbel hat halt ein bisschen mehr Platz, auch für breitere Reifen. Was jetzt hier für Gravel schwierig sein könnte, ist der Abstand zum Reifen. Das ist jetzt ein 30 mm Reifen. Der Akku ist doch verhältnismäßig groß und ja, da ist nicht super viel Platz. Also für Gravel zweifach könnte die Gruppe schwierig werden. Das Schaltwerk hingegen hat eine echt große Kapazität. Ich habe jetzt hier, was ist das? Was ist das? Ich habe jetzt hier, 34er Ritzel hinten und das schaltet das ohne Probleme. Ich denke mal, dass man das auch für das ein oder andere One-By-Setup aufbauen kann. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das mal ausprobieren soll. Aber bislang bin ich echt zufrieden. Hier habe ich Mist gebaut. Das sieht ja überhaupt nicht schön aus. Da muss ich noch mal ran. Die Griffe fassen sich auch gut an. Ich war echt erstaunt gerade. Das einzige Problem ist hier an dieser Stelle, da wo man hier so rumgreift, da ist eine ziemlich deutlich merkbare Kante. Also wenn man hier so richtig fest zupackt, dann könnte es auf Dauer hier am Daumen oder am Zeigefinger wehtun. Wenn man aber ganz normal auf den Hutz ist,
dann fühlt sich das doch echt gut an. Die Bremshebel sind gut zu erreichen im Oberlenker und im Unterlenker. Und auch diese Riffelung hier oben drauf, das fasst sich gut an und der Hood sitzt auch richtig gut auf dem Hebel an sich. Also, ich bin schon mal zufrieden. Mal sehen, wie die Kilometer werden.